Herzlich willkommen aus der Technikumshalle der Open Hybrid Lab Factory in Wolfsburg. Mein Name ist Güven Çelebi, ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Füge- und Schweißtechnik der TU Braunschweig und koordiniere hier an der OLF die Joint Research Group Verarbeitung biobasierter Werkstoffe. In diesem Video gebe ich einen Einblick in unsere gemeinsame Forschung. Wer sind wir, woran arbeiten wir und warum sind biobasierte Werkstoffe so spannend? Ob Studierende, Brancheninteressierte oder potenzielle Projektpartner. Unser Ziel ist es, innovative Ansätze rund um nachhaltige Materialien für möglichst viele verständlich und interessant zu machen. Unsere Joint Research Group vereint Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Institutionen aus der TU Braunschweig, der Ostfalia Hochschule, Fraunhofer Instituten und Industriepartner aus der Region. Wir erforschen, wie man Werkstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen gezielt für technische Anwendungen weiterentwickeln kann, vom Labor bis zu industriellen Testläufen. Das Besondere: wir arbeiten an Lösungen, die helfen, den Einsatz fossiler Rohstoffe zu reduzieren und unsere Produktionsprozesse nachhaltiger und ressourcenschonender zu machen. Dabei steht die Kreislaufwirtschaft im Fokus, also das möglichst vollständige Wiederverwenden und Recyceln von Materialien. Viele Produkte, die heute unser Leben prägen, zum Beispiel Bauteile im Auto, Verpackungen und Sportgeräte, basieren auf Kunststoffen oder Verbundmaterialien, die auf Erdöl zurückgehen. Mit Blick auf Umwelt- und Zukunftsfähigkeit braucht es Alternativen. Biobasierte Werkstoffe nutzen Pflanzen, Fasern oder Pilze und erschließen nachhaltige Kreisläufe. Das ermöglicht nicht nur einen kleineren CO2-Fußabdruck, sondern auch neue Möglichkeiten beim Recycling. Wir beschäftigen uns mit 3 verschiedenen Materialgruppen, die jeweils einzigartige Stärken und Herausforderungen haben. Erstens Holzwerkstoffe. Holz ist als Werkstoff in technischen und tragenden Bereichen schon lange etabliert. Mit modernen Fertigungs- und Verbundmethoden lässt sich Holz flexibel einsetzen und ist in vielen Anwendungen bereits ein nachhaltiges Erfolgsmodell. Zweitens Naturfaserverbundkunststoffe. Diese kombinieren Fasern wie Hanf oder Flachs mit einer Kunststoffmatrix. Sie bieten große Vorteile bei Gewicht und Stabilität. Besonders spannend ist momentan die Frage, wie sich diese Fasern mit verschiedenen Kunststoffarten, ob biobasiert oder konventionell, optimal verbinden lassen. Und drittens Myzelverbundwerkstoffe. Pilzmyzel ist ein innovativer Ansatz, der gerade erst von der Forschung entdeckt wird. Das Myzel wächst auf Abfallstoffen und bildet selbstständig Strukturen. Bisher sind technische und tragende Anwendungen kaum erforscht, aber die Potenziale, etwa als nachhaltiger Binder oder Dämmstoff, sind sehr groß. Wir untersuchen, wie sich diese Materialien kombinieren lassen, zum Beispiel als Sandwich-Bauweise mit Holz, Naturfaserverbundwerkstoffen und Myzelverbundwerkstoffen, um die Vorteile zu bündeln. Unsere Technikumshalle und die angrenzenden Labore sind zentrale Orte für angewandte Forschung. Hier bringen wir die verschiedenen Werkstoffe zusammen, entwickeln neue Herstellungsverfahren und testen Recyclingprozesse. Wir analysieren die Materialeigenschaften und führen mechanische Tests durch. Praxisnahe Demonstratoren, etwa Skateboards oder Fahrzeugbauteile, machen unsere Forschung greifbar und zeigen, wie die neuen Materialien wirklich abschneiden. Biobasierte Werkstoffe bringen viele Chancen, aber auch Herausforderungen. Die Materialeigenschaften schwanken natürlich und sind nicht immer vorhersehbar. Für technische Anwendungen braucht es robuste, zuverlässige Prozesse, von der Produktion bis zum Recycling. Feuchtigkeitsaufnahme und Langzeitstabilität sind wichtige Themen. Und viertens, die Rohstoffe sollen nicht mit der Lebensmittelproduktion konkurrieren. Unsere Forschung zielt darauf ab, diese Herausforderungen kreativ und praxisnah zu überwinden. Unsere Arbeit hilft, nachhaltige Innovationen direkt in die industrielle Praxis zu bringen. Wir leisten einen Beitrag dazu, wie Produktentwicklung in Zukunft ressourcenschonend und klimafreundlich gestaltet werden kann. Für Unternehmen und Forschungspartner gibt es viele Möglichkeiten, eigene Fragestellungen einzubringen, gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln und voneinander zu lernen. Besonders attraktiv die intensive Verzahnung zwischen Wissenschaft und Industrie sowie die enge Verzahnung mit anderen Joint Research Groups an der OLF. Wenn Sie das spannend finden und selbst Ideen für Forschungsprojekte haben, Lust auf nachhaltige Werkstoffe oder Zugang zu unseren Laboren suchen, melden Sie sich gerne. Unsere Kompetenzen aus der Region für die Region stehen für Innovation und Praxisnähe. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Werkstoffe gestalten.